Herztöne. Der Adventskalender zum Hören von der Evangelischen Kirchengemeinde in Essen-Kraai. Wunschzettel, geschrieben von Bianca Bleier. Als ich ein kleines Mädchen war, gehörte das Wunschzettelschreiben für mich zu den schönsten Beschäftigungen der Adventszeit. Ich wünschte furchtlos und groß. Ich schrieb in meiner allerschönsten Schrift die kühnsten Wünsche auf, die ich mir nur ausdenken konnte. Und an Weihnachten konnte es sein, dass sie unter dem Weihnachtsbaum lagen. Ich hatte keinen Anspruch darauf, aber berechtigte Hoffnung. Mein Vertrauen war groß, dass ich nicht enttäuscht werden würde. Da machte es nichts, dass das Puppenhaus nicht ganz identisch mit der schillernden Vorlage aus dem Kaufhaus war, sondern, wie man heute sehen kann, von vielbeschäftigten väterlichen Händen nach bestem Gewissen und Gewissen nachgezimmert. Dass da dieselben Tapeten an den Zimmerwänden hingen, wie in meinem Zimmer, zeigte nur, dass ich das Christkind gut in meinem Leben auskannte. Die Sache mit dem Wünschen war wundervoll. Heute muss ich feststellen, dass sich mit dem Erwachsenwerden das Wünschen gleich mit ausgewachsen hat. Ich weiß nicht mehr, an wen ich meine Wünsche richten soll. Vereinzelt gehen Wünsche in Erfüllung, wenn ich sehr fleißig bin. Einige wage ich nicht einmal zu träumen. Andere habe ich vergessen. Manche schlummern unter der Oberfläche meines Lebens. In dem Maß, wie ich gelernt habe, mich zurückzunehmen, habe ich verlernt, auf meine Wünsche zu achten. Wie geht Gott mit unseren Wünschen um? Seit ich Kinder habe, verstehe ich, warum Gott es so gern hat, gebeten zu werden. Wenn Gott unser Vater ist, dann liebt er es, wenn wir mit ihm unseren Herzensanliegen in den Ohren liegen. Meine Grenzen sind nicht Gottes Grenzen. Er hat Möglichkeiten, von denen ich nur träumen kann. Seit Weihnachten ist nichts mehr unmöglich. Das steht schon in Jakobus 5, Vers 16. Da steht: Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Gebet bewegt Gott dazu, Dinge zu tun, die er sonst nicht getan hätte. Wir ehren Gott, wenn wir um große Dinge bitten. Gott hat sich oberflächlich und zerstreut, so wie ich manchmal die Anliegen meiner Kindheit wahrnehme. Er vernimmt jedes Gebet im tiefsten Grund seines Herzens. Eine schöne Adventszeit wünscht Christine Kurz.